Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute für euch das Holosun HS507C V2. Ja, unkorrekter kann man es natürlich gar nicht machen mit der Waffe, mit dem Finger im Abzug. Ihr wisst aber, wie es gemeint ist. Das muss einfach bei so einer geilen Optik muss das brachial wirken. Wir haben uns natürlich vorher überzeugt, dass beide Waffen safe und entladen sind. Der Stefan vertraut mir außerdem und außerdem ist er kugelsicher. Ja, ihr habt es gerade gehört, das Holosun 507C in der Version V2. Das Gute an der Sache ist, ich habe hier in dieser Hand die Version V1 und hier habe ich die V2. Damit kann ich euch quasi direkt zeigen, was sich geändert hat. Viel ist es nicht, was sich geändert hat. Was sich verändert hat, ist in meinen Augen gravierend, nämlich der Batteriewechsel. Sollten die 3, 5, 6, Stefan, wie viel sind 50.000 Stunden, keine Ahnung, sollte die Zeit verstrichen sein und ihr müsst die Batterie wechseln, musstet ihr bisher mit der Version V1 die komplette Optik demontieren, die Batterie von unten einsetzen und dann wieder entsprechend die Optik aufsetzen. Was das bedeutet, wisst ihr selber. Optik von der Waffe runter, neu einschießen. Ist ein bisschen blöd, bisschen unschön, machen aber viele so. Jetzt halt nicht mehr, weil mit der Version V2 ist die Batterie von der Seite zugänglich. Da habt ihr hier an der Seite nämlich eine schöne Öffnung, das zeige ich euch auch gleich nochmal. Nur vorab, das ist die erste Änderung. Und die zweite Änderung ist mindestens genauso gravierend, denn das sieht man am besten, wenn man sich die Waffe von der linken Seite anschaut. Ihr seht es, alte Version, neue Version. Na, wer sieht's? Was ist anders? In der alten Version habt ihr zwei Knöpfe, die sind sogar für Hobbits zu klein. Also die sind wirklich mini. Die muss ich mit dem Zahnstocher bedienen quasi oder mit dem Fingernagel. Also sehr, sehr feine Knöpfe auch. Wenn man nichts groß dran rumstellt, egal. Aber wenn ich hier öfters mal mit der Helligkeit arbeiten will und ich sage euch, wenn ihr eine Solaroptik von Holosun habt, dann wollt ihr da auch öfters mal drauf rumdrücken. Das erkläre ich euch aber auch noch später. Und deswegen hat man gesagt, wir machen die Knöpfe größer. Deswegen sind die jetzt auch übereinander angeordnet, nicht mehr nebeneinander. Mehr Platz am Gehäuse nach oben als zur Seite. Und das ist die zweite große Änderung. Jetzt haben wir aber das Pferd quasi von hinten nach vorne aufgezäumt. Gehen wir einmal von vorne nach hinten über die ganzen Spezifikationen. Das 507 in der Version V2 wiegt gerade mal 75 Gramm, ist nach IP-Schutzklasse IP67 wasserdicht und ist aus 7075 Aluminium gefertigt. Das Absehen ist wählbar zwischen 2 MOA Dot oder Ring mit 32 MOA oder aber beides zusammen, also 2 MOA Dot und 32 MOA Ring. Damit habt ihr 3 verschiedene Absehen. Punkt, Punkt und Kreis zusammen. Die Absehensfarbe ist hier in diesem Fall rot. Das Visier ist ein Open Reflex Visier. Die Linsengröße bei der Optik beträgt 16 x 23 mm. Betrieben wird das Holosun 507 V2 mit einer 1632 Batterie, die dann Strom für ca. 20.000 Stunden liefert. Wir haben eine Vibrationsfestigkeit von 1000 G, das sollte kein Problem sein, mehrere tausend Schuss auf einer Kurzwaffe auszuhalten. Die Betriebstemperatur ist -10 bis 50 Grad plus. Die Lagertemperatur beträgt -40 Grad bis 70 Grad plus. Die Helligkeit kann in 12 Stufen verstellt werden. Dazu habt ihr 2 Stufen für die Nacht und 10 für den Tag. Wie alle Holosun-Visiere verfügt auch das 507C V2 über die Shake-Awake-Technologie. Bedeutet, wenn man die Optik einschaltet und eingeschaltet lässt, schaltet sich das Gerät nach ca. 8 Minuten aus und wird dann bei der geringsten Erschütterung, Bewegung wieder automatisch angehen. Das 507C V2 ist natürlich nicht nur eine Optik für Kurzwaffen, wie wir es gerade gezeigt haben, obwohl das da immer moderner wird. Das kann auch genauso gut natürlich an Langwaffen genutzt werden, sprich zum Beispiel Schrotflinten könnte ich mir gut vorstellen oder aber bei einem Scharfschützengewehr als Sekundärvisierung. Dazu ist auch bei Holosun hier immer gleich eine Picatinny-Mount mit dabei, eine ganz flache, um da entsprechend diese Plattformen zu bedienen. Was ist noch mit dabei? Einmal die Bedienungsanleitung, eine zusätzliche 1632 Batterie, neben der die jetzt hier schon eingebaut ist, ein Putztüchlein,
Entsprechend natürlich die Schrauben für die Montage, kurze und lange. Lange für die Picatinny, kurze für die Waffe, für die Kurzwaffe. Und zum Schluss habt ihr noch ein Stellwerkzeug. Das ist auch ganz wichtig, denn hier könnt ihr zum einen die Optik montieren, also beziehungsweise die Optik auf der Platte montieren. Und zum anderen mit der anderen Seite könnt ihr hier die Höhen- und Seitenverstellung von plus 50 auf minus 50, also plus minus 50 MOA könnt ihr hier die Verstellung vornehmen. Wir machen jetzt einmal die Montage auf einer Kurzwaffe. Das ist eine Q5 von Walther. Die kommt schon von Werk ab hier mit den entsprechenden Platten. Für alle, die es interessiert oder die nicht wissen, welche Platte das Holosun braucht. Holosun arbeitet mit der Trijicon-Basis. Das heißt, ihr braucht eine Trijicon-Montageplatte, wie zum Beispiel für die Glock auch verfügbar oder für viele andere Waffen. SIG von Haus aus kein Problem. Ja, Montage ist dementsprechend dann auch super einfach. Ihr setzt auf eure Waffe die entsprechende Montageplatte und dann braucht ihr nur noch hier die Optik oben drauf setzen und dann die beiden Schrauben nehmen, ein bisschen Loctite rein, damit die auch entsprechend halten. Da ist auch schon Loctite dran, by the way. Dann wird es hier einmal festgeschraubt. Zack, Nummer 1, zack, Nummer 2. Und damit ist eure Waffe umgerüstet auf ein Reflexvisier. Kimmer und Korn sollte jedem geläufig sein. Das ist ein gängiges System bei Kurzwaffen, auch bei Langwaffen. Bewährte Methode, Fail-Safe vor allem. Da kann egal was passieren, das wird in der Regel immer treffen. Jetzt kommt jemand um die Ecke und sagt, ich habe jetzt hier so einen Rotpunkt auf meine Pistole montiert. Ja, hat Vor- und hat auch Nachteile. Also der Hauptvorteil ist natürlich die Geschwindigkeit, liegt auf der Hand. Mit Kimmer und Korn muss ich im ungünstigsten Fall ein Auge schließen, muss Visierbild aufbauen, also quasi ich habe zuerst meine Scheibe scharf, dann mache ich Kimmer und Korn scharf, dann gucke ich wieder auf die Scheibe scharf, dann gucke ich, dass hier das alles noch stimmt und dann kann ich schießen. Ja? Mehrere Schritte notwendig, dauert entsprechend. Natürlich, wenn man geübt ist, gehen diese Schritte Hand in Hand über, ja, oder laufen parallel ab. Also der eigentliche Schuss geht dann schon schneller, als ich das jetzt beschrieben habe. Aber mit so einem Reflexvisier geht das doch deutlich schneller. Und jetzt kommt der große Clou bei Holosun. Ihr kennt das vielleicht von anderen Herstellern wie Vortex, Burris, Doctor, wie sie alle heißen, Trijicon. Die nutzen alle einen Punkt. Den habe ich hier auch, einen 2 MOA-Punkt. Aber die Stärke beim Holosun 507C ist, dass ich hier einen Circle Dot auch habe, sprich 2 MOA-Punkt und 32 MOA-Kreis. Ich kann euch sagen, die Zielerfassung, also beziehungsweise die Erfassung des Absehens, ja, das ist eigentlich eine Kunst für sich hier mit einem Rotpunktvisier. Wenn ich die Waffe hochnehme, ist es immer, man sucht so ein bisschen, bis man diesen Punkt gefunden hat, ja. Und das ist hier mit diesem großen Absehen, durch diesen Kreis, hat man unheimlich schnell das Absehen erfasst und kann damit auch entsprechend schnell schießen. Noch besser wird es, wenn man dann hier diese Methode nutzt. Das wäre auch meine präferierte Methode. Ist jetzt bei einer Sportwaffe ist es egal, da brauche ich kein Backup. Wenn das Visier ausfällt, dann ist halt der Wettkampf vorbei. Im echten Leben, bei taktischen Waffen, kommen diese Visiere hier auch immer mehr zum Einsatz. Und da ist es natürlich von Vorteil, wenn man Kimmer und Korn nach wie vor nutzt. Ihr seht es jetzt hier bei der FN. Da ist Kimmer und Korn quasi hinten und vorne vorhanden, wie gehabt. Allerdings ist das hier schon in Schalldämpferhöhe. Das brauche ich auch, denn sonst kann ich hier kein Visierbild aufbauen von Kimmer und Korn durch das Rotpunktvisieren. Das heißt, hier ist es egal, wenn das Rotpunktvisier ausfällt. Ihr habt immer Kimmer und Korn und das hilft euch auch nochmal zusätzlich beim Suchen des Absehens, weil ihr einfach automatisch Kimmer und Korn schon, weil ihr das gewohnt seid, in einer Linie bringt und dann ist da noch der Rotpunkt dabei. Ultra schnelles Setup, muss ich sagen. Also das ist wirklich was, wo ich sage, wenn ihr IPSC schießt oder andere Sportarten macht, wo Geschwindigkeit ein hoher Faktor ist, dann sind diese Visiere hier perfekt. Ich habe es gerade schon angesprochen, bei Kimmer und Korn hat man in der Regel ein Auge geschlossen. Bei mir ist es nochmal so ein Spezialding, weil ich kreuzdominant bin. Das heißt, rechte Hand ist meine starke Hand und mein linkes Auge ist mein starkes Auge. Das heißt, ich ziele quasi so und gucke mit dem linken Auge. Aber ihr seht, ich habe trotzdem beide Augen offen und so schieße ich auch. Ja. Ist mit Kimmer und Korn allerdings auch eine große Übungssache. Und viele haben sich das halt auch angewohnt, dieses typische
Auge zu beim Schießen und das entfällt komplett mit einem Reflexvisier. Da habt ihr wirklich, ihr macht beide Augen einfach auf, guckt durch und habt sofort dieses Absehen gefunden. Ihr habt es ja vorhin schon bei den Spezifikationen gehört und gesehen, dass die Optik hat 12 Helligkeitsstufen, 2x Nachtsicht und 10 Tageslichtstufen. Wenn ihr euch gar nicht mit diesen Leuchtstufen rumärgern wollt, habt ihr ein Solarpanel oben drauf. Das ist nämlich genau dafür da, um die Batterie zu entlasten. Also es lädt nicht die Batterie, ist ja kein Akku, aber es ist einfach da, um bei genügend Sonnenlicht entsprechend die Batterie zu schonen. Hat aber noch einen zweiten Hintergrund. Es kann auch automatisch die Helligkeit regeln. Ihr habt einen Plus- und einen Minusknopf hier. Wenn ihr 5 Sekunden auf den Plusknopf drückt, dann tut das Absehen einmal blinken und damit schaltet ihr entweder die automatische Helligkeitsregelung an oder ihr schaltet sie aus. Hat beides Vor- und Nachteile. Die automatische Helligkeitsregelung funktioniert in der Regel sehr, sehr gut. Allerdings habt ihr das Problem, wenn ihr in einem dunklen Raum seid und in einen hellen Bereich rausschießt, dann könntet ihr Probleme haben, weil er einfach dann im dunklen Bereich geht er automatisch von der Helligkeit ein bisschen runter und ihr braucht aber eigentlich die Helligkeit, die ihr draußen habt. Ja, das ist ganz häufig in offenen Schießständen so, wo man quasi in einem Bunker steht und schießt und nach vorne schießt, dann ist da meistens hell und ihr steht aber im Dunkeln. Und da ist dann genau dieser automatische Modus schlecht und da könnt ihr ihn ausschalten und könnt dann manuell mit Plus und Minus die Helligkeitsstufen regulieren. Die verschiedenen Absehen könnt ihr auch über die Tasten regulieren. Das heißt, ihr haltet die Minustaste gedrückt, so lange bis vom Punkt der Kreis dazu kommt und dann die dritte Stufe wäre dann nur der Kreis ohne den Punkt. Habt ihr Punkt, Punkt, Kreis und nur den Kreis. 32 MOA. Der Batteriewechsel ist jetzt bei der Version V2, wie schon erwähnt, von der Seite möglich. Das ist auch ganz einfach. Dazu dreht ihr einfach mit dem mitgelieferten Werkzeug die Schlitzschraube hier raus. Habe ich jetzt schon gemacht, um Zeit zu sparen. Dann nehmt ihr wieder die Schlitzseite vom Werkzeug, geht hier unter die Abdeckung. Das ist so eine Schublade, die könnt ihr dann einfach herausziehen. Ich halte es mal so, dass ihr es besser sehen könnt. Und da liegt die Batterie drin. Neue Batterie rein, wieder in die Schublade reinschieben. Zumachen, festschrauben, passt. Da ist natürlich auch ein Dichtungsring mit dabei, dass entsprechend die Optik auch wasserdicht bleibt. Wir haben jetzt sowohl V1 als auch V2 schon länger im Einsatz und sind sehr zufrieden mit den Optiken. Die halten wirklich, was sie versprechen, sind sehr schussfest. Wer unsere anderen Holosun-Videos gesehen hat, der weiß, wir haben auch die großen Babys schon hart rangenommen und entsprechend böse behandelt und die haben alles mitgemacht. Von daher, wir vertrauen auf die Geräte und auf der Kurzwaffe ist es auch nicht anders. Wer jetzt das 507C in der Version V1 hat, muss jetzt nicht zwingend wechseln. Wir haben ja, wie gesagt, optisch ändert sich nichts. Wir haben fast identische Geräte, außer dass hier halt, wie gesagt, der Batteriewechsel jetzt von der Seite durchzuführen ist und die Tasten größer sind. Ihr bekommt das 507C V1 und V2 bei Holosun. Der Link ist unten eingeblendet. Habt ihr noch Fragen zum Produkt? Schreibt es in die Kommentare. Habt ihr selber schon Erfahrungen mit Reflexvisieren gemacht? Ebenfalls in die Kommentare, damit wird uns sehr interessieren. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, falls noch nicht geschehen, drückt die Glocke für neue Videos und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye.